Warum ist es so schwierig, Krebs zu heilen? Wir haben Elektrizität nutzbar gemacht, das menschliche Genom sequenziert und die Pocken ausgerottet. Aber selbst nach milliardenschweren Forschungsarbeiten haben wir immer noch keine Lösung für eine Krankheit gefunden, die mehr als 14 Millionen Menschen und ihre Angehörigen betrifft. Krebs entsteht, wenn normale Zellen Mutationen anhäufen. In den meisten Fällen können Zellen Mutationen oder DNA-Schäden erkennen und sie entweder reparieren oder sich selbst zerstören. Bei einigen Mutationen vermehren sich krebserregende Zellen jedoch unkontrolliert und dringen in umliegendes Gewebe ein oder metastasieren sogar in Organen anderswo im Körper. Krebs wird nahezu unheilbar, sobald eine Metastase erfolgt. Und Krebs ist unglaublich komplex. Es ist nicht nur eine Krankheit. Es gibt mehr als 100 verschiedene Typen und wir haben kein Wundermittel, um sie alle zu heilen. Bei den meisten Krebsarten umfasst die Behandlung eine Kombination aus chirurgischen Eingriffen zur Entfernung von Tumoren und eine Strahlen- sowie Chemotherapie, um alle restlichen Krebszellen abzutöten. Manchmal kommen auch Hormontherapien, Immuntherapie oder gezielte Behandlungen zum Einsatz, die auf eine bestimmte Krebsart zugeschnitten sind. In vielen Fällen sind diese Behandlungen wirksam und der Patient ist den Krebs los. Aber sie sind bei weitem nicht immer zu 100% wirksam. Was müssten wir also tun, um Heilmittel für all die verschiedenen Krebsarten zu finden? Langsam verstehen wir einige der Probleme, die Wissenschaftler lösen müssten. Erstens benötigen wir neue und bessere Methoden der Krebsforschung. Die meisten Mittel zur Krebsbehandlung werden mit Hilfe von im Labor gezüchteten Zelllinien entwickelt, die aus Kulturen menschlicher Tumore gewonnen werden. Diese kultivierten Zellen haben uns wichtige Einblicke in die Genetik und Biologie von Krebs beschert. Ihnen fehlt jedoch viel von der Komplexität eines Tumors in einem lebenden Organismus. Häufig kommt es vor, dass neue Medikamente, die auf diese im Labor gezüchteten Zellen wirken, in klinischen Studien mit echten Patienten scheitern. Eine der Komplexitäten aggressiver Tumore besteht darin, dass sie mehrere Populationen leicht unterschiedlicher Krebszellen aufweisen können. Im Laufe der Zeit häufen sich unterschiedliche genetische Mutationen in Zellen in verschiedenen Teilen des Tumors, wodurch einzigartige Subklone entstehen. So können beispielsweise aggressive Hirntumore, sogenannte Gliobastome, in einem einzelnen Patienten bis zu 6 verschiedene Subklone haben. Dies wird als klonale Heterogenität bezeichnet und erschwert die Behandlung, da ein Medikament zwar bei einem Subklon wirkt, bei anderen jedoch nicht. Eine weitere Herausforderung: Ein Tumor ist ein dynamisches, vernetztes Ökosystem, in dem Krebszellen ständig miteinander und mit gesunden umliegenden Zellen kommunizieren. Sie können normale Zellen dazu bringen, Blutgefäße zu bilden, die den Tumor versorgen und Abfallprodukte abtransportieren. Außerdem können sie mit dem Immunsystem interagieren, um dessen Funktion zu unterdrücken und somit zu verhindern, dass der Krebs erkannt oder zerstört wird. Wenn wir lernen könnten, diese Kommunikationswege zu unterbrechen, hätten wir bessere Chancen, einen Tumor dauerhaft zu besiegen. Außerdem deuten einige Befunde darauf hin, dass wir herausfinden müssen, wie man Krebsstammzellen ausrottet. Diese sind selten, scheinen aber Eigenschaften zu haben, die sie resistent gegenüber Chemo- und Strahlentherapie machen. Die Theorie besagt, dass eine einzelne Krebsstammzelle das Wachstum eines neuen Tumors auslösen könnte, selbst wenn der Rest des Tumors während der Behandlung bis zur Unkenntlichkeit schrumpft. Wenn man diese hartnäckigen Zellen bekämpfen kann, könnte man wiederkehrende Krebserkrankungen verhindern. Aber es könnten noch weitere Probleme auf uns zukommen. Krebszellen sind Meister der Anpassung. Sie passen ihre molekularen und zellulären Eigenschaften an, um unter Stress zu überleben. Wenn sie mit Strahlung oder Chemotherapie bombardiert werden, können einige Krebszellen wirksam Schutzschilde gegen alles einschalten, was sie angreift, indem sie ihre Genexpression verändern. Bösartige Krebserkrankungen sind komplexe Systeme, die sich ständig anpassen. Um sie zu besiegen, brauchen wir ähnlich komplexe, experimentelle Systeme und Überwachungs- und Behandlungsmethoden, die sich an die Veränderungen der Krebserkrankung anpassen können. Aber die gute Nachricht ist, dass wir Fortschritte machen. Trotz der ganzen Wissenslücken ist die durchschnittliche Sterblichkeitsrate bei den meisten Krebsarten seit den 1970er Jahren erheblich gesunken und sinkt immer noch. Jeden Tag lernen wir mehr dazu und jede neue Information gibt uns ein weiteres Werkzeug in die Hand. Abonniere diesen Kanal, so verpasst du nie die Chance, etwas Neues zu lernen.